So Leute, da habe ich mich ja mal ordentlich aus dem Fenster gelehnt mit dem Video von heute. Wie kann ich in diesem Leben einen Sinn finden? Und was ist mein Purpose? Um mal dieses Modewort aufzunehmen, weil das Wort Zweck sich einfach zu banal anhört. Banal. Kommt dir nicht dein Leben manchmal auch entsetzlich banal vor? Fragst du dich beim Blick auf deinen vollen Kalender, wozu du das alles machst? Um die Quartalszahlen zu erreichen, um genug Geld nach Hause zu bringen, damit es deinen Liebsten gut geht? Oder doch nur um den nächsten Karriereschritt zu erreichen, um deine Firma auf das nächste Level zu heben? Ist das dein Impact? Ja, vielleicht oder sicherlich. Du hast einen Impact. Du machst einen Unterschied. Ist doch so, oder? Wenn du nicht da wärst? Gleich mehr dazu. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, Bruder. Wenn du dir eine dieser Sinnfragen überhaupt je gestellt hast, dann bist du in der klaren Minderheit. In den USA sagen nur 40%, dass ihr Leben überhaupt einen Sinn und Zweck hat. Und der Anteil der Personen in Deutschland, die im Leben, etwas andere Fragestellung, großen Wert darauf legen, sich mit den Sinnfragen des Lebens auseinanderzusetzen, liegt bei 22%, laut einer repräsentativen Umfrage von 2024. Also, jeder Fünfte setzt sich mit dem Thema Sinnfindung ernsthaft auseinander. Und du bist einer davon. Der Rest lebt vor sich hin, lässt sich von der Wiege bis zur Bahre irgendwo treiben und bereut dann kurz vor dem Tod, nicht mehr aus seinem Leben gemacht zu haben. Ja, es gibt ein Buch darüber. Menschen bereuen im Angesicht des nahenden Gevatter Tod ja nicht, dass sie nicht mehr gearbeitet haben im Leben. Sie bereuen, dass sie nicht ihrer Berufung gefolgt sind, dass sie nicht auf ihre Gefühle gehört haben. Keiner bereut, eine Kampagne oder einen Produktlaunch nicht besser zu Wege gebracht zu haben. Keiner nimmt das Wort Erfolg in den Mund, aber alle reden davon, dass sie mehr ihrem Glück hätten folgen sollen. Ich bin Unternehmensberater. Ich werde am Erfolg gemessen, an nichts anderem. Ich habe das Glück, mit sehr interessanten Leuten zu arbeiten, mit Gründern, mit Firmenlenkern, mit Menschen, die die Besten in ihrem Fach sind. Und nach dem Dinner, nach einem langen Tag, da kommen sie hoch, die guten Gespräche, die Fragen, die in die Tiefe gehen. Und da geht es nicht mehr um Marketing-Turnaround, da geht es um die Fragen des Lebens, um das, was wir schaffen wollen im Leben, um das, was uns antreibt. Es geht um diese innere Ausrichtung, die uns Kraft gibt, auch wenn es mal herausfordernd wird. Aber lass uns vorne anfangen. Hier sind meine 6 Thesen, warum glückliche Menschen aktiv auf der Suche nach Sinn und Zweck ihres Lebens sind. Wie immer belegt durch empirische Untersuchungen. Erstens, ein klarer Purpose im Leben gibt uns eine Richtung und Ziele, auf die wir hinarbeiten können. Dieses Gefühl der Orientierung und die Möglichkeit, Fortschritte zu machen, tragen maßgeblich zu unserem Glücksempfinden bei. Purpose gibt uns einen Rahmen, um Entscheidungen zu treffen und unser Leben aktiv zu gestalten. Zweitens, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die wir als sinnvoll ansehen, die mit unserem Purpose übereinstimmen, sind wir eher geneigt, in einen Zustand des Flow zu geraten. Ein tiefes Gefühl der Versunkenheit und Freude an der Tätigkeit selbst. Das ist, wenn die Arbeit Spaß macht und dann gelingt auch alles. Drittens, ein starker Sinn im Leben hilft uns, mit Schwierigkeiten und Rückschlägen besser umzugehen. Wenn wir wissen, wofür wir etwas tun, sind wir widerstandsfähiger und geben nicht so leicht auf. Unser Purpose dient dann als Anker, egal wie stürmisch und kalt die Zeiten sind. Viertens, oft umfasst der Lebenssinn den Wunsch, einen positiven Beitrag zu etwas Größerem zu leisten, sei es für deine Familie, deine Community oder den Ausschnitt der Welt, in dem du lebst. Dieses Gefühl der Verbundenheit und des Gebrauchtwerdens stärkt unser Wohlbefinden. Fünftens, unser Purpose verleiht unserem Leben Bedeutung und das Gefühl, dass unser Dasein einen Wert hat. Dies ist ein höheres menschliches Bedürfnis und trägt wesentlich zur Lebenszufriedenheit bei. Sechstens, die Suche nach Sinn und Zweck ist oft ein Prozess des persönlichen Wachstums und der Selbstentdeckung. Wir lernen mehr über uns selbst, unsere Werte und unsere Leidenschaften, was wiederum zu einem tieferen Gefühl des Glücks führt. Einverstanden?
Dein Purpose ist kein modisches Nice-to-have, sondern nichts Geringeres als dein innerer Kompass. Es verhindert, dass du wie ein Schiff ohne Anker und Antrieb durch die Gegend treibst. Er verhindert, dass du in Panik in ziellosen Aktionismus verfällst. Dieser Kompass sorgt für eine klare innere Haltung in deinem Leben und deiner Arbeit. Purpose ist dein Mann am Ruder, der dich auch durch schwierige Phasen navigiert. Studien zeigen, dass Menschen, die aktiv auf der Sinnsuche sind und ihr Leben nach Werten und Zielen ausrichten, tatsächlich glücklicher sind. Es ist auch nachgewiesen, dass das Gefühl, einen Beitrag zu leisten und etwas Sinnvolles zu tun, stark mit positiven Emotionen verbunden ist. Und umgekehrt, dass die Abwesenheit eines Lebenssinns mit einem erhöhten Risiko für psychische Probleme einhergeht. Zwei seit Ende der 90er Jahre laufenden Studien, ja, die werden immer noch fortgeführt, belegen, dass ein ausgeprägter Lebenssinn mit einem geringeren Risiko, mental abzubauen bzw. an Alzheimer zu erkranken und einer längeren Lebensdauer verbunden ist. Klingt doch unschlagbar gut. Wo bekomme ich denn jetzt so einen Purpose her? Kann ich den bei Amazon bestellen? Ja, schön wär's, aber lass uns mal ansehen, was Menschen als ihren Lebenssinn angeben, wenn man sie fragt. Wenn du nach der besten Liste gehst, dann steht da ganz oben Familie und Beziehung. Für viele Menschen ist der Purpose eng mit ihren Familien verbunden. Die Erziehung der Kinder, die Connection zu Freunden und Angehörigen. Danach wird schon Karriere und Arbeit genannt. Einen Beitrag zu leisten im Beruf, etwas zu erschaffen, erfolgreich zu sein oder anderen durch ihre Arbeit zu helfen. Auf den Plätzen folgen soziale Verantwortung und Beitrag zur Gesellschaft und dann erst persönliches Wachstum und Entwicklung, wo ich auch das weiter unten genannte Kreativität und Ausdruck verorten würde. Schließlich vor der Residualkategorie Sonstige findet man abgeschlagen Spiritualität und Glaube. Die Datenlage ist aber etwas dünn und schwankt sehr nach dem Alter der Befragten. Klar, für unsere Eltern und Großeltern war der Lebenssinn vorgegeben, durch gemeinschaftliche Werte oder religiöse Überzeugungen. Aber genauso durch traditionelle Rollen, also eben als Eltern oder auch ganz klar durch den Beruf und den dadurch bestimmten gesellschaftlichen Status. Ja, damals warst du ein Schreiner, weil dein Vater Schreiner war. Der hat dich angelernt, dann hattest du ausgelernt. Vergleiche das mal mit den beruflichen Werdegängen heute. Früher war die Notwendigkeit, den eigenen Purpose bewusst zu suchen und zu definieren, viel weniger präsent. Der Fokus lag stärker auf Stabilität, Pflichterfüllung und dem Erreichen traditioneller Lebensziele. Und ich sehe auch heute noch viele Menschen in der Mitte ihres Lebens, die versuchen, das Leben an diesen Werten auszurichten. Männer Mitte 40 imitieren das Leben ihres Vaters. Aus Bequemlichkeit oder um ihn zu ehren, um ihm zu sagen, du hast alles richtig gemacht. Und dann wachen sie eines Tages auf und kaufen sich eine Harley, um den Sinn des Lebens zu suchen. Anyway, ich will dir in dieser Reihe zeigen, was du selbst tun kannst, um ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen. Deswegen kommen hier 5 gute Tipps, wie du deinen eigenen Purpose findest. Erstens, Werteübung. Nimm dir einen Abend Zeit, setze dich irgendwo hin, wo dich keiner stört und schreibe mindestens 5 Werte auf, die dir in deinem Leben am wichtigsten sind. Wenn du da nicht rankommst, stell dir vor, was Menschen, die dich lieben, über dich sagen würden. Was zeichnet dich aus? Ehrlichkeit? Verlässlichkeit? Freiheit? Großzügigkeit, Kreativität, Familie, Erfolg, Hartnäckigkeit? Und dann überlege, wie du diese Werte momentan schon lebst oder eben auch nicht. Da siehst du, was du zu tun hast. Zweitens, Leidenschaften entdecken. Was liebst du zu tun? Was gibt dir Energie und Freude? Schreibe eine Liste von Aktivitäten und Interessen auf, denen du gerne mehr Zeit widmen würdest. Also es geht jetzt nicht um deine Werte, sondern um ganz konkrete Dinge, die du gerne machst. Ja, das wird bei manchen schon schwierig, wenn da nur Arbeit und Fernsehen sind. Dann schreibe auf, was du früher gerne gemacht hast, bevor du dich so vernagelt hast mit deinen Pflichten. Schreib auf, was du gerne tun würdest.
Für mich ist eine Siesta ganz oben auf der Liste. Nein, wisst ihr, was ich früher gern gemacht habe, bis ich anfing zu arbeiten? Schreiben. Und seit 1,5 Monaten mache ich das wieder, dass ich meine Gedanken in Worte fasse. Und das fühlt sich wahnsinnig gut an. Drittens, Warum-Fragen stellen. Frage dich bei wichtigen Entscheidungen und Zielen immer wieder, warum ist mir das wichtig? Beziehungsweise eher, wozu mache ich das? Also nicht nach dem Grund fragen mit warum, weil mein Chef das gesagt hat, sondern wozu, weil ich mich dann glücklich fühle. Gehe so lange in die Tiefe mit deinen Wozu-Fragen, bis du zu deinen fundamentalen Beweggründen gelangst. Simon Sinek sagt, dass das Wissen um dein Wozu nicht nur zu größerem Erfolg führt, sondern auch zu mehr Erfüllung und einem tieferen Gefühl der Zufriedenheit. Er spricht also von nichts anderem als Purpose. Also, wozu willst du dir die Harley kaufen? Weil du dich frei fühlen willst. Wozu bist du Unternehmensberater? Um anderen zu helfen und um unabhängig zu sein. Viertens, fang langsam an. Wenn du deinen Purpose gefunden hast oder ihm neue Aspekte hinzufügen willst, dann überlege, wie du in kleinen Schritten anfangen kannst, einen positiven Beitrag zu leisten. Zum Beispiel erstmal nach Feierabend als ehrenamtliches Engagement für eine Sache, die dir am Herzen liegt. Oder sagen wir es direkter, wenn du entdeckt hast, dass dein Purpose ist, eine Surfschule auf Bali zu betreiben, dann kündige nicht sofort deinen alten Job. Nimm dir erstmal Urlaub und sondiere die Lage dort. Dann nimm dir ein Sabbatical. Glaube mir, es gibt keine Notwendigkeit, sofort alle Brücken hinter dir abzureißen oder die Schiffe am Strand in Brand zu setzen. Wo wir gerade von Strand reden, ja, bevor ich nach Mallorca gezogen bin, habe ich erst ein halbes Jahr hier im Hotel gewohnt. Und erst nach 3 Jahren habe ich mein komplettes Business hierher verlagert und arbeite jetzt meist im Homeoffice. Fünftens, sprich mit anderen. Dein neues Lebensziel ist höchstwahrscheinlich nur für dich ganz neu. Andere sind schon da, wo du hin willst. Hier auf YouTube tummeln sich ein Haufen Menschen, die von ihren Erfahrungen erzählen. Schreib ihnen, wenn du Fragen hast. Und vielleicht kann dir auch ein Coach helfen. Außerdem gibt es mit der Logotherapie eine existenzielle Therapieform, die den Menschen als ein Wesen betrachtet, das primär nach Sinn strebt und seine Haltung gegenüber den widrigen Umständen frei wählen kann. Logotherapie wird angewandt, um Menschen zu helfen, ihren Sinn im Leben zu entdecken und dadurch ihr Wohlbefinden zu fördern. Und denk daran, deinen Purpose zu finden, das ist keine einmalige Offenbarung, kein göttlicher Blitz, der dich auf dem Heimweg von der Kneipe trifft, um dich zu erleuchten. Es ist ein fortschreitender Prozess, dich selbst zu entdecken und daran zu wachsen. So Leute, das war jetzt die 6. Denkweise von insgesamt 12. Bergfest! Den Rest siehst du, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke auch unbedingt auf die Glocke, um nichts davon zu verpassen. Auf jeden Fall lass mir ein Like da und vielleicht hast du ja in den Kommentaren auch etwas zu sagen. Damit hilfst du, dass sich meine Videos weiter verbreiten. Und wenn du noch gute Gedanken lesen willst, schau in die Videobeschreibung, wie du meinen Newsletter bekommen kannst. Denn ich begleite dich auf deinem Weg, wenn du willst. Eins noch, es erfordert deinen Einsatz, dich bewusst mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und diese Schritte zu gehen. Nimm diese Aufgabe aktiv in die Hand. Dein Purpose wartet darauf, von dir entdeckt und gelebt zu werden. Ich habe es geschafft. Ich fühle mich so gut wie nie zuvor in meinem Leben. Und das kannst du auch. Denn Erfolg ist keine Glückssache. Du hast es in der Hand.